Leute, wenn man es selber nicht schafft, Content zu machen, ja, so was auch immer, dann gehen immer Reactions. Und deshalb machen wir heute auch eine Reaction. Und vielleicht demnächst auch wieder ein paar weitere. Denn es ist einfach so, dass andere Content-Creatoren wirklich sehr interessante, coole Videos bringen. Es gibt einige, auf die man reagieren könnte. Da ich halt auch, wenn ich reagiere, live reagieren will, gucke ich mir die Videos meistens wirklich nicht an, maximal vielleicht nur einen kleinen Teil. Und Capsule hat eigentlich auch 2 Videos gemacht, auf die man reagieren könnte. Ich würde jetzt aber das Neueste erstmal nehmen das Video 5 fatale Bugs in Facebook, wollte ich gerade sagen. In Shakes and Fidget, ja. Und dann schauen wir mal rein. Hey ho, und heute möchte ich mit euch über 5 krasse Bugs in Shakes and Fidget reden, wo man sich teilweise wirklich denkt, wie kann sowas passiert sein, was aber tatsächlich in der Vergangenheit passiert ist. Leute, die schon länger dabei sind, werden sich wahrscheinlich an diese 5 Fälle erinnern, aber labern wir nicht lange rum und let's go. Okay, interessant ist erstmal, dass er das so im Screen untertitelt. Hat so ein bisschen was von Gorgos-Style, aber wahrscheinlich kann man das machen, wenn man vielleicht sogar vorhat, vielleicht aus seinem Video auch Shorts zu ziehen. Ich selber mache es eigentlich nicht und habe mich damit selber gar nicht beschäftigt, aber es ist ja oft so in den Shorts, dass zu den Videos entsprechend Untertitel im Video drin sind, für diejenigen, die vielleicht diese Shorts durchblättern wollen, ohne Ton zu haben. Also keine Ahnung, ob das jetzt der Grund ist, sozusagen. Aber es ist interessant. Wie gesagt, hat mich irgendwie ein bisschen an Gorgos seine Shorts erinnert. Im Oktober 2022 warst du tatsächlich in der Lage, für 20 Minuten jedes einzelne Pilzpaket für den Preis von 5 Euro zu kaufen. Dabei spielt es wirklich keine Rolle, ob es das 100-Euro-Paket, 50er, 25er, 5er oder was weiß ich war. Alle waren wirklich für 5 Euro im Shop. So, das war natürlich ultra krass. Umgerechnet konntest du für 100 Euro 60.000 Pilze holen. Jedoch hat der Player natürlich auch einige Maßnahmen ergriffen und hat von Leuten, die das Paket einmal gekauft haben, minus 2.500 Pilze abgezogen. Sprich, waren es dann in Anführungszeichen nur noch 500 Pilze für eben 5 Euro, was immer noch ziemlich krass ist, weil wenn man das hochrechnet, sind das immer noch für 100 Euro 10.000 Pilze. Und Leute, die den Bug öfter abused haben, beziehungsweise viele Pilze davon ausgegeben haben, denen wurden wirklich alle Pilze gestrichen, bis auf 500. Was ja immer noch ziemlich krass ist, weil man das irgendwie schnell abused hat, vielleicht schnell die Festung geskippt hat oder was weiß ich. Man hatte natürlich nur 20 Minuten Zeit. Sprich, der beste Weg wäre vermutlich über die Unterwelt oder die Festung, die Pilze irgendwie auszugeben. Aber alles in allem wirklich ein sehr fataler Bug. So. Ja, interessant. Also er hat es ja im Intro auch erwähnt, dass es um tatsächlich auch ein bisschen eine Historie geht. Also es geht nicht um Bugs, die aktuell auftreten. Und ich habe damals diesen Bug auch mitbekommen, beziehungsweise die Diskussion, aber wie es halt in vielerlei Sachen so ist, es ging ja nur 20 Minuten, das ist eine lange Zeit, aber in den 20 Minuten habe ich nicht gespielt. Ja. Dementsprechend habe ich das am Tag dann erst abends irgendwann mitbekommen im Discord. Und da waren natürlich schon die Diskussionen darüber. Ja, wie gesagt, genau, das hat er angesprochen, wenn die Pilze halt schon genutzt wurden, ist es schwierig und anscheinend gab es ja da dann keinen Reset oder ich weiß nicht, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wenn die Lösung halt die war, die er beschrieben hat, dann könnte ja entsprechenderweise ja gewisse Tätigkeiten nicht mehr rückgängig gemacht worden sein und es ist halt krass, das ist halt über 2 Jahre und das ist ja nicht der letzte Bug dieser Art gewesen, also ist man jetzt gespannt, was noch kommt. So, der zweite Bug hat Ende 2021 auf dem Speed-Server stattgefunden, der gleichzeitig zusammen dort mit einem Avatar-Raid stattgefunden hat. Durch den Bug, den es dort gab, warst du in der Lage, den gleichen Dungeon-Gegner mehrmals zu besiegen und dadurch natürlich auch gleichzeitig mehrmals die Dungeon-XP zu erhalten. Dieser Bug war natürlich komplett fatal. Ich meine, wir hatten den Avatar-Race und du konntest durch den Bug dir quasi einen Vorteil holen. Deswegen hat Player natürlich Maßnahmen ergriffen. Diese kamen aber leider bei der Community nicht so gut an, denn es war ein 7-Tage-Bann, der leider aber recht wenig Einfluss hatte, weil Leute haben sich halt natürlich Millionen, Milliarden XP erbuggt durch eben das Killen von mehreren Dungeons. Da war es dann nicht wirklich ein krasser Einfluss, wenn du da 7 Tage gebannt wurdest, wenn du sowieso 10, 20 Level teilweise Vorsprung geholt hast. Und ja, die Massen natürlich nicht einfach nur durch die Alu. Sprich auch wirklich ein sehr, sehr fataler Bug und schlussendlich wurden sogar die Bug-User belohnt und haben einen Avatar gewonnen. So, der
Das habe ich damals natürlich live mitbekommen, weil ich ja den Speed-Server, ich glaube, den hatte ich. Ja, ganz kleiner Cut hier an der Stelle, weil mir natürlich gerade beim Rewatchen aufgefallen ist, dass es ja 2021 war und nicht 2022. Und ich habe diesen Speed-Server, glaube ich, dann doch durchgespielt und wollte am Ende sogar noch relativ weit kommen. Und habe es aber aus irgendwelchen Gründen dann auch nicht ganz geschafft und nicht durchgezogen. Aber zwischenzeitlich habe ich doch ziemlich extrem gespielt, weil ich halt doch so einen Avatar vielleicht gewinnen wollte. Zu der Zeit war man ja noch nicht gesponsert, war man noch nicht mit einem Avatar gesegnet. Das habe ich hier in dem Video tatsächlich falsch gesagt, weil ich dachte 2022, da war ich gesponsert, da brauchte ich das nicht. Aber ja, die Diskussion damals war natürlich auch sehr, sehr intensiv. Also das hat noch lange nachgehalten, das Thema. Zumindest auch bei den Spielern, die halt auch auf den Server dabei waren und dann vielleicht nicht das Avatar gewonnen hatten. Wobei ich gerade gar nicht mehr weiß, wie die Win-Condition war für das Avatar. Also wie viele, ab welchem, ich glaube, da ging es doch darum, dass dann welche ausgelost wurden, oder? Die ersten 10 haben was bekommen und dann nochmal 10 weitere nach Zufallprinzip oder sowas. Naja, okay, schauen wir weiter. Dritte Bug ist der Goldgruben-Bug, der hat sich 2022 im Dezember abgespielt. Ich weiß, es gab eine ganze Reihe an Goldgruben-Bugs, aber ich möchte mal einen spezifischen reden, der meiner Meinung nach der heftigste war, denn da konntest du mit den Einsammeln vom Seelenextraktor deine Goldgrube einfach permanent füllen. Und da meine ich wirklich permanent, du konntest alle paar Sekunden draufklicken auf den Extraktor und deine Goldgrube hat sich immer weiter erhöht. Sprich, theoretisch hättest du mit einem Autoklicker oder auch selber den ganzen Tag da hängen können, die ganze Zeit Seelenextraktor einsammeln und damit theoretisch unendlich Gold farmen. Glücklicherweise wurde der Bug relativ schnell behoben und hatte dadurch keine größeren Auswirkungen aufs Spielgeschehen. So, der vierte Bug bzw. Okay, 2022 war auf jeden Fall ein heftiges Bugjahr. Das war so das Jahr, wo sehr, sehr viel Unzufriedenheit, glaube ich, für Shakes and Fidget aufkam. 2021, 2022 rüber. Das ist zum Beispiel auch ein Bug, den ich gar nicht live mitbekommen hatte, wie der funktioniert, weil ich eben auch zu der Zeit nicht da war. Es ist halt auch die Frage, ne? Wenn jemand das 20 Minuten gemacht hat und der hat eine volle, also die maximale Goldgrube, dann ist da schon ein bisschen Gold hinterhergekommen, aber anscheinend ist der allgemeine Einfluss dann nicht so hoch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das halt auch ein Thema. Man hat sich halt immer wieder zu dem Zeitpunkt auch sehr oft die Frage gestellt, warum kommt es denn immer wieder zu solchen eklatanten Schwierigkeiten? Und ja, das ist natürlich ein Thema, was Shakes and Fidget wie so viele Systeme, sage ich mal, aus dem Analogen ins Digitale mal ganz blöd übersetzt, um viel mehr Möglichkeiten zu haben, hat aber halt auch viel mehr Spielraum für Fehler. Ne? Zum Beispiel Autos, die sehr viel Elektrik verbaut haben, fallen halt viel häufiger aus, weil genau diese Elektrik anfällig ist. Ist jetzt weit hergeholt, das Beispiel, aber ich denke an mein erstes Auto, ersten gebrauchten Opel Corsa B mit über 100.000 Kilometern, keine Ahnung, der hatte nichts, der hatte keine elektrischen Fensterheber, der hatte keine Klima, gar nichts. Aber mit dem war ich nie in der Werkstatt. Ja, und mit allen anderen Autos, die ich danach hatte, die ein bisschen mehr Technologie drin hatten, hatte ich immer irgendwie welche Probleme, lustigerweise. Fehler waren Fehler im Twitch-Drop-System. So hattest du die Möglichkeit, die Drops wirklich unendlich abzufarmen, indem du immer wieder mit den SF-Accounts hin und her gewechselt bist, beziehungsweise halt immer wieder neue Accounts erstellt hast. So hat das damals ein Spieler, DFPS damals auch Top 10 weltweit, ausgenutzt und innerhalb von 3 Tagen über 170 Mal die Twitch-Drops gefarmt, was besonders damals, als der Gold-Twitch-Drop noch wirklich sehr, sehr hoch war, schon ziemlich fatal war. Laut seinen Aussagen hatte er Gold im Wert von 35.000 Base-Stats in dieser Zeit gefarmt, also auch wirklich ein sehr, sehr fataler Bug. Aber man muss tatsächlich sagen, dass er das Gold nicht benutzt hat, sondern laut seinen Aussagen nur angesammelt hat, um das Ganze zu reporten. Ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Schlussendlich, er wurde permanent gebannt, wirklich brutal, weil das war ein Top 10 Spieler weltweit, der über 13 Jahre dieses Spiel gespielt hat. Aber gehen wir ab zum letzten Bug. Ja, okay, also 2022 war ich ja noch öfter mal hin und her, mir das durchzulesen. Ab 2023 folgende war es dann noch weniger, also dass ich gerade je mehr auch, sage ich mal, dieser Daily Twitch-Stream über verschiedene Kanäle für die Community hergestellt wird, ist es super. Umso weniger habe ich halt gewisse Sachen mitbekommen, habe eben auch weniger Zeit investiert. Von daher habe ich das Thema zwar gekannt, aber die Auswirkungen oder wie es funktioniert nicht. Und es war mir eigentlich auch
Also mir war es nicht egal, ne? Aber es ist natürlich heftig, ja. Also Bug-Using allgemein ist sicherlich eine sehr, sag ich mal, eine Meinung, da geht die Meinung sehr doll auseinander. In dem Falle halt, ja, wenn der Spieler gebannt wurde, der auf anderen Servern eigentlich sich hat nicht zu Schulden kommen lassen und seine Chars gespielt hat, was auch immer, ist ja halt die Frage, hat er mit seinem besten Account auch diese Twitch-Drops aktiv genutzt, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen verständlicher, aber ja, die einen sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu hart gewesen und die anderen hätten halt wiederum gesagt, wenn er weiterspielen würde, dass das mega unfair ist, dann wird Bug-Using noch sozusagen belohnt. Es ist ein schwieriger Grad, also die Lösung wäre eigentlich zu sagen, der Hersteller, Betreiber sollte halt nie mehr Bugs zulassen im Spiel, was halt auch nicht möglich ist. Zumal diese Bugs, wenn es halt um Bugs geht, die durch neue Funktionen zum Beispiel kommen, dann verstehe ich es dann noch weniger, wenn man es vorher nicht getestet hat. Ne? Wir hatten ja auch in der Vergangenheit teilweise Fehler, die aufkamen im offiziellen Game, weil es keinen Test davor gab. Mittlerweile werden ja Gott sei Dank viele Systeme vorher über eine Beta oder sowas auch getestet, sodass dort Fehler auffallen können. Oder zum Beispiel wie der Paladin. Ja? Die Funktion des Paladin wurde über die Beta getestet. Sie wurde von der Community sozusagen etwas als negativ empfunden. Jetzt wurde der Paladin verändert, offiziell gestartet und prinzipiell sind die Leute jetzt nicht unzufrieden mit dem Paladin. Ne? Also hätte man das nicht vorgetestet und wieder so vollständig reingebracht, dann wäre der Aufschrei auch extrem groß. So ist es halt besser, aber diese Bugs, um die es jetzt ging, die sind ja dann entsprechend, na gut, Twitch-Drops weiß ich nicht, die waren damals wahrscheinlich auch relativ neu noch. Hätte man vielleicht auch anders lösen können, vorher mehr testen können, weiß ich nicht, aber man kann vielleicht auch nicht alles testen. Beziehungsweise man weiß ja auch, wenn man jetzt Windows-Nutzer ist und Windows macht ein Update, dann kann sein, dass irgendeine Funktion plötzlicherweise nicht mehr funktioniert, die vorher funktioniert hat, weil das System irgendwie umgeschrieben wurde, ja. Und das ist halt technisch, ich glaube, es ist einfach zu sagen, sich zu beschweren prinzipiell, aber wenn Playa auf jeden Fall daran arbeitet, nach wie vor die Community mehr einzubinden, dann ist es immer wichtig, dass man so viel wie möglich vorher testet und so schnell, also gerade bei Meldung schnell reagiert und ich denke, dass das in den letzten Jahren auf jeden Fall besser geworden ist. Es ist noch nicht perfekt, aber wir hatten auch schon mal schlechtere Zeiten, würde ich mal ganz vorsichtig behaupten. So, der letzte bzw. der 5. Bug war der Kessel bzw. Ressourcenbug, ist, denke ich, auch mittlerweile sehr, sehr bekannt. Der war damals möglich, indem du das Item, was die Hexe wolltest, einfach komplett upgradet hast, alle deine Ressourcen reingehauen hast, während der Hexe gegeben hast und die hat dir eben das Dreifache an Ressourcen zurückgegeben. Wirklich ein sehr, sehr brutaler Bug. Schlussendlich konntest du damit natürlich deine eigenen Items alle 20 Mal verbessern, deine ganzen Begleiter 20 Mal verbessern und dir einfach unendlich Ressourcen anfarmen. War besonders für Server, die noch ein bisschen jünger waren, natürlich sehr, sehr brutal, weil du dadurch halt eben natürlich deutlich stärkere Stats hattest als Leute, die den Bug nicht abused haben und dir damit gleichzeitig natürlich auch einen guten Levelvorsprung, natürlich in der Arena einen Vorsprung holen konntest, bei Gilden, bei Raids, bei Kämpfen, beim Dämonenportal, also alles quasi, wo deine Skills wirklich drauf ankommen. Von mir aus auch beim Elevator, also schlussendlich auch ein Bug, der auf jeden Fall besonders im Early Game einen sehr, sehr starken Einfluss aufs Spiel hatte. So, auch bei diesem Bug hat Playa natürlich Maßnahmen ergriffen und hat den Spielern erstmals alle Items entfernt und die Ressourcen aus der Schmiede einfach normalisiert, sprich ungefähr auf den Durchschnitt des Servers. So, jedoch waren danach natürlich viele noch weiter unzufrieden, weil die Leute haben quasi trotzdem den Levelvorsprung gehabt, haben trotzdem jetzt normale Ressourcen, konnten in den LD sich die Items einfach alle wiederholen, neue Steine und quasi alles war gut. So, danach wurde natürlich nochmal ein bisschen mehr Aufstand gemacht und die Spieler wurden dann erneut für 7 Tage gebannt, um dann auch quasi wirklich mal eine Strafe zu erhalten. Weil schlussendlich waren das natürlich nochmal ein paar Pilze, die die Spieler investieren mussten, um dann natürlich neues Equip zu holen, neue Steine zu holen. Aber die Level bzw. die XP-Fortschritte waren natürlich trotzdem weiterhin vorhanden. So, ja, das wäre es gewesen mit dem Video. Das wären mal meine 5, der größten, nicht die größten vielleicht, aber auf jeden Fall der etwas größeren Fehler bzw. Bugs gewesen in Shakes Infinite. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar auf meiner Liste. Schreibt gerne auch ein paar Bugs in die Kommentare, die euch vielleicht gerade so einfallen, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Und eventuell werde ich dann vielleicht noch mal Part 2 oder 3 raushauen, je nachdem, wie viel ich jetzt noch auf meiner Liste habe und potenziell zusammenkommen.
Gut, ich würde mich bedanken fürs Zusehen und Auf jeden Fall ist es gut, darüber neutral zu berichten, weil jeder ja, muss auch zu Fehlern stehen. Auch ein Player Games steht zu seinen Fehlern. Dementsprechend ja, es ist ein gutes Thema, weil das sollte man auch wissen. Ich finde nämlich, dass viele Bugs halt Folgendes natürlich auch zeigen. Ein Teil haben wir schon drüber gesprochen. Wenn solche Bugs passieren und Bugs dann genutzt werden, ob gewollt oder ungewollt, sagen wir es mal so, es ist extrem schwierig, weil es so schnelllebig ist, Player Games gewisse Lösungen dann dazu zu finden, für die, wo alle zufrieden sind. Ja, das letzte Beispiel hat gezeigt, es wurden 2 verschiedene Strafmaßnahmen gewählt, aufgrund des doch Aufschreis in der Community. Auch das habe ich damals verfolgt, auch wenn ich den Bug auch nicht nutzen konnte, beziehungsweise auch, glaube ich, ich bin teilweise zu blöd, den Bug überhaupt wirklich zu nutzen. Selbst wenn ich es einmal ausprobieren will. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach darum, warum sind denn viele Leute dann unzufrieden? Weil sie halt sich unfair behandelt fühlen, weil sie vielleicht irgendwo doch mit gewissen Ambitionen reingehen, um gewisse Sachen zu erreichen, als schnellstmögliches, ich sage dazu immer, schon länger kompetitiv zu spielen, und das ist ja auch okay. Aber ihr müsst im Prinzip das so ein bisschen ähnlich sehen wie Geld, was ihr in Aktien investiert oder so. Ich finde, jeder darf so und soll gerne Geld in Shakes and Fidget investieren, aber das ist Geld, was man als Verlust betrachten soll. Ja? Und wenn man jetzt Geld investiert in einen Char, weil man irgendwas erreichen will, und dann passiert halt ein blöder Bug und 2, 3 Leute können diesen Bug nutzen und haben dadurch Vorteile, die man selber nicht bekommt, und man ist so sauer und schmeißt dann alles hin oder sagt, man quittet das Game, dann ist es für mich unverständlich, weil wenn er damit, selbst wenn dieser Bug nicht passiert, du weißt doch nicht, was manche Leute machen. Vielleicht haben manche Leute im Hintergrund irgendwie günstiger Pilze gekauft und es fällt halt nicht auf. Ja, es gab Fälle, wo es aufgefallen ist. Man weiß doch gar nicht, was im Hintergrund bei jedem anderen passiert. Und wenn man dann irgendwie stichelt und was finden will und sich dann darüber aufregt, weil man selber halt auch Geld investiert hat, aber diesen Vorteil nicht hat, oder man sagt, ich habe dieses Bug-Using nicht betrieben, weil ich halt auf gut Deutsch Ehre habe, dann ist es ja okay. Aber dann sollte man halt nicht sagen, ich höre halt jetzt plötzlich mit dem ganzen Spiel auf, weil ich mich hier so unfair behandelt fühle. Hart wie es ist, jeder, der hier Geld investiert und sich nicht zu Schulden kommen lassen soll, der soll halt seine Ziele auf seine Spielweise anpassen und sollte halt nicht auf die anderen gucken und sich dadurch verirren lassen. Das Shakes and Fidget competitive anzugehen, ist halt wirklich ein schweres Thema. Man sollte mit sich im Reinen sein und sollte definitiv wissen, okay, es kann Probleme geben, aber dann beleidigt sein und aufhören, nee. Man kann natürlich sagen, okay, man hört jetzt auf, weil man halt einfach merkt, es klappt nicht mehr. Ja, dann sollte man halt sagen, okay, investiere ich in eine neue Idee oder mache irgendwas anderes. Aber man sollte nicht die beleidigte Leberwurst spielen. Auf gut Deutsch, ja. Das ist nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach. Und es gibt noch mehr Bugs. Also tatsächlich habe ich gedacht, dass es vielleicht um Bugs geht, die auch noch existieren, die natürlich nicht so schwerwiegend sind. Aber da fallen mir auch 2, 3 ein, so kleinere Dinge, die mich persönlich mal ein bisschen nerven. Und es gab auch in der Vergangenheit natürlich große Szenarien, Stichwort Oktoberfest. Aber ich denke, er hat diese Bugs jetzt auch gewählt, weil er natürlich die Chance hatte, gewisse Postings und Lösungen von Player Games über den Shakes and Fidget Discord mit einzublenden. Und das geht ja zum Beispiel über die Foreneinträge nicht mehr, es sei denn, man hat die irgendwo registriert, wie Basi möglicherweise noch rumliegen. Dementsprechend fand ich es gut. Fand es auch gut, dass er drüber geredet hat. Ich könnte jetzt unten in den Kommentaren wahrscheinlich schon das ein oder andere finden. Ich klicke mich nochmal schnell durch. Tatsächlich nicht. Die Leute nichts reingeschrieben. Ja, das ist schwer. Das wird immer schwerer. Ja, also Videoreihe mit den Hinweisen über Kommentare habe ich auch festgestellt, das war früher einfacher. Aber ich denke, Capso kriegt auch so noch deutlich mehr Bugs hin. Wie gesagt, ich fände es interessant, wenn man mal über Bugs spricht, die aktuell noch irgendwo oder Fehler im Spiel, die noch existieren. Das würde ich mir wünschen. Mir fällt zum Beispiel da ein, dass es schon Ewigkeiten so ist, wenn man in der Festung Festungsangriffe farmt, dass teilweise
die Empfehlungen, ob man den angreifen soll, also mit diesen Farben, grün, gelb, rot, dass das nicht hinhaut. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass der Magier gar nicht einkalkuliert wird in diese Attacken. Also wenn du einen Soldat hast mit Stufe 30 und die Mauer ist Stufe 10 und der Magier ist Stufe 60 in der Verteidigung, dann zeigt es dir grün an. Und wenn du einfach bloß schnell durchklickst, verlierst du natürlich den Kampf. Ist ärgerlich, aber es passt auch teilweise nicht bei den Stufen zusammen. Das habe ich jetzt auch bei neuen Servern festgestellt. Also es ist zwar seltener, aber das gibt's auch. Da würde ich mich mal freuen, wenn das mal endlich irgendwann behoben wird zum Beispiel. Und da fallen mir noch andere Sachen ein. Aber ja, mal schauen. Also wenn es hier nochmal einen Teil gibt, gucken wir uns den auch wieder live an. Danke erstmal an Kepso. Gebt ihm auf jeden Fall auch nochmal ein Like gerne und schreibt ihm vielleicht noch ein paar Bugs in die Kommentare, die euch noch einfallen. Vielleicht auch aus der Vergangenheit. Auch wenn sie vielleicht nicht so riesig waren, aber vielleicht gibt ihm noch ein bisschen Futter, falls er das halt noch nicht auf dem Schirm hat, damit er da auch einen guten zweiten oder dritten Part rausballern kann. Das war's erstmal. Haut rein, Leute, macht das. Tschüss und Servus. Euer Basti.